Eigentlich ist doch gerade alles super. Anno 117 Pax Romana überzeugt bis auf ein paar Kinderkrankheiten völlig und hat somit mal wieder die allermeisten Anno-Holiker in seinen Bann gezogen, die sich wahrscheinlich das komplette Release-Wochenende damit um die Ohren geschlagen haben. Zumindest, wenn ihr im Singleplayer spielt, denn der Multiplayer funktioniert bis auf wenige Ausnahmen bisher gar nicht. Dazu aber gleich noch mehr. Allerdings mehren sich jetzt die Beispiele für die Verwendung von sogenannten KI-generierten Inhalten im Spiel, was den allermeisten wohl völlig egal sein dürfte, aber eben mittlerweile ein sehr schwieriges Thema in der Branche geworden ist und deshalb das Ubisoft-Fettnäpfchen 3731 oder so werden wird. Kennt ihr eigentlich schon Xmod? Mit Xmod könnt ihr im Prinzip relativ einfach Spiele manipulieren und so eure persönliche Singleplayer-Erfahrung erweitern. Ab sofort gilt das nämlich auch für Anno 117 Pax Romana. So könnt ihr hier zum Beispiel ganz einfach euer Einkommen manipulieren, euer verfügbares Holz auf unendlich stellen oder die Produktionseffizienz einzelner Betriebe überarbeiten. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist euch die Software über xmodhub.com herunterzuladen und dann Anno über deren Launcher zu starten. Das funktioniert übrigens auch mit allen anderen Anno-Teilen problemlos. Xmod ist nicht gänzlich kostenlos, aber mit 1-2 Euro im Monat auch weit weg von teuer und kann jederzeit wieder gekündigt werden. Wer also für sowas empfänglich ist, checkt mal xmodhub.com und wir widmen uns jetzt der bösen KI. Also, gleich mal vorab. Das ganze Thema empfinde ich als komplett harmlos und verstehe nicht, warum man deshalb jetzt so ein Fass aufmachen muss. Grundsätzlich sind KI-Inhalte aktuell der heiße Scheiß und können eine Spielentwicklung entscheidend nach vorne bringen bzw. die Entwicklungszeit verkürzen. Wenn solche KI-Inhalte aber dafür sorgen, dass ein Entwickler diverse Stellen streichen kann, um sich so Personalkosten einzusparen, ist die Sache natürlich wieder eine völlig andere. Zumal man bisher immer relativ schnell solche Inhalte erkennen kann und diese zumindest für den Moment noch kein vollwertiger Ersatz für zum Beispiel einen talentierten Art Director sind. Ob durch den nun nachgewiesenen Einsatz von KI bei Ubisoft-Stellen gestrichen wurden oder eben jemand nicht zusätzlich eingestellt wurde, ist nicht bekannt und sogar sehr wahrscheinlich so nie passiert. Erinnert ihr euch noch an die wunderschönen Artworks von Anno 1800? Denn dass bei Ubisoft die besten Art-Designer der Welt arbeiten, ist kein Geheimnis. Generell waren die Ubisoft-Spiele der letzten Jahre grafisch immer mit das Beste, was bei uns über die Mattscheibe geflimmert ist. Gut, den kompletten Rest klammern wir mal aus, darum soll's aber auch gar nicht gehen. Der Stein des Anstoßes ist jedenfalls jetzt ein Artwork eines Festmahls aus der Singleplayer-Kampagne, welchem ihr in den ersten beiden Spielstunden begegnen werdet. Dieses Bild ist definitiv KI generiert, was Ubisoft auch gar nicht abstreitet. Es soll sich allerdings nur um einen Platzhalter handeln, der angeblich unabsichtlich vergessen wurde und mit dem kommenden Patch 1.3 ausgetauscht wird. Laut Ubisoft soll das Anno-Team KI-Tools rein für Iterationen, Prototyping und Exploration verwendet haben. Daher soll jedes Element, das wir Spieler im fertigen Spiel erleben werden, das handwerkliche Können, die Kunstfertigkeit und die kreative Vision des Teams widerspiegeln. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man das Ubisoft glaubt oder nicht. Denn wäre das KI-Artwork auch ausgetauscht worden, wenn es deswegen keinen Aufschrei gegeben hätte? Wohl kaum. Generell ist das Thema aber weit nicht so relevant wie zum Beispiel beim Subnautica 2 Publisher Krafton, welcher sich schon als AI-First-Unternehmen bezeichnet und jetzt auf freiwillige Kündigung setzt. Also ehrlich, das ist die wahre Shitshow und in diesem Fall muss man Ubisoft zumindest aktuell schon fast in Schutz nehmen. Weitere Beispiele für den Einsatz von KI, die theoretisch auch vergessene Platzhalter sein könnten, sind übrigens Sprachlokalisierungen, welche aber zumindest nicht das englische Original und die deutsche Übersetzung betreffen. Wie seht ihr das? Viel Wind um nichts oder doch der Megaskandal, den ich gerade nicht sehe? Viel schlimmer sind da die üblichen Ubisoft-Kinderkrankheiten, was den Multiplayer betrifft. Das müsste sich doch langsam rumgesprochen haben,
Spielt Ubisoft-Spiele nicht am Release-Wochenende online bzw. nicht vor dem 3. Patch. Es kostet euch einfach nur zu viele Nerven. Daher verwundert es wenig, dass aktuell eben wenig funktioniert. So führt das Einladen von anderen Spielern in ein bereits laufendes Spiel zu einem Desync-Fehler. Zudem landet ihr oft, obwohl ihr einen Freund beitreten wollt, zwar im richtigen Speicherstand, allerdings dann in der Singleplayer-Version ohne Mitspieler, wodurch das Spiel dementsprechend auch hier sofort auseinanderläuft. Beide und auch andere Bugs wurden schon am 13. November adressiert und könnten somit schon mit dem nächsten Patch behoben sein. Wie gesagt, leider ganz normal bei Ubisoft. Man kann vorher viel simulieren und testen, wenn dann aber Millionen Spieler auf einmal mit den unterschiedlichsten Hardwareanforderungen auf den Server aufschlagen, passieren dann halt doch oft wilde, unvorhersehbare Sachen. Demnächst sollten dann die Infos zum ersten DLC eintrudeln, das könnte also theoretisch das nächste Thema der Anno News in der Zocker Lounge sein. Wie dem auch sei, sobald sich wieder was tut, werde ich hier berichten, also gerne ein Abo da lassen für mehr und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. This is your legacy. Build your Roman Empire.